Hallo, hier ist die Anne Pross von Anne Pross Kunst. Heute habe ich mir ein gelbes Tonpapier genommen, um damit zu arbeiten. Ich möchte mit einer Ölfarbe arbeiten in dunkelgrün. Das passt sehr gut zu dem gelben Tonpapier. Trage es mir ganz dick auf einer Spachtel auf und werde dann diese Farbe mit der Spachtel auf dem Tonpapier verarbeiten. Dazu müsst ihr ein wenig Druck ausüben, damit die Farbe entsprechend auf dem Papier haften bleibt. Es sieht hier etwas dunkel aus. Man kann es auf dem Film etwas schlecht erkennen, aber es ist eine dunkelgrüne Farbe. Damit könnt ihr Muster ziehen, ganz beliebig, wie ihr das haben möchtet. Es wird auf jeden Fall ein ganz tolles und super einfaches, schönes Kunstwerk. Das können auch Anfänger machen. Deswegen zeige ich euch das, damit ihr eure Angst vor dem Selbstversuch sozusagen euch nehmt, denn es ist wirklich einfach. Probiert es einfach aus. Ihr müsst euch selbst dabei motivieren. Und wenn ihr seht, dass das ein wunderschönes, abstraktes Kunstwerk wird, werdet ihr begeistert sein. Mit einer Plastikzahnspachtel kann ich hier Rillenmuster einkratzen in die Farbe und lasst euch nicht ableiten davon, dass das schwarz aussieht. Es ist in Wirklichkeit ein schönes, dunkles Grün. Bringt einfach Farbe in euer Leben, nehmt dazu eben ein buntes Papier, was von Haus aus schon eine Farbe mitbringt, und das ist eben bei dem Tonpapier der Fall. Und wie ihr seht, könnt ihr das auch leicht nachmachen zu Hause. Es wird ein abstraktes Kunstwerk, das in jede Wohnung passt. Hier habe ich mir weiße Farbe stark verdünnt. Die ziehe ich jetzt einfach über das Bild in einer Linie. Lasse es auch noch ein bisschen nachtropfen und das Ganze muss dann trocknen und schon ist euer modernes Kunstwerk fertig. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Macht euch gleich an die Arbeit und arbeitet das nach. Viel Spaß wünsche ich euch. Eure Anne Pross.